Hallo zusammen und willkommen zu meinem Kanal Mizukis Home. Ich bin Mizuki und heute möchte ich euch insgesamt 10 verschiedene Tipps geben, die euch bei einer Reise nach Japan helfen könnten. Worauf sollte man während einer Reise in Japan achten? Das erkläre ich euch in diesem Video. Dann, los geht's! Girl, you should wear a name tag. Vicious presenting. Girl, you should wear a name tag. Yeah, yeah, yeah. Whoa. Let's go. Tipps 1. Fahrradfahren. In Japan gibt es fast keine Fahrradwege. Es ist ganz selten, dass es in Japan einen Fahrradweg gibt. Normalerweise müssen Fahrräder in Japan auf der Autostraße fahren, aber viele fahren trotzdem auf dem Fußweg. Deswegen sollte man selber aufpassen, ob Fahrräder kommen oder nicht. Für Fußgänger können Fahrradfahrer in Japan deshalb anstrengend sein. Ich hatte bisher noch keinen Unfall mit Fahrrädern auf den Fußwegen, aber es kann wirklich gefährlich sein. Und wenn ihr in Japan Fahrrad fahren würdet, solltet ihr auch aufpassen. Im Straßenverkehrsgesetz steht, dass Fahrräder auf der Autostraße fahren muss, aber Japaner fahren meistens auf dem Fußweg. Tipp 2. Autofahren. Wenn man in Japan Auto fahren möchte, muss man entweder einen japanischen oder internationalen Führerschein haben. Außerdem muss man in Japan auf der linken Seite fahren, das heißt links vor rechts. Es ist das Gegenteil von Deutschland. Es kann auch sein, dass manche Verkehrsschilder anders als in Deutschland sind. In großen Städten wie in Tokio, Osaka und Kyoto kann man auch Street Go-Kart fahren. Street Go-Kart ist wie ein echtes Mario Kart. Man kann mit einem kleinen Auto durch die Stadt fahren. Dabei muss man aber einen japanischen oder internationalen Führerschein haben und unter dem japanischen Gesetz sicher fahren. Zudem darf man dabei mittlerweile kein Kostüm mehr von Mario tragen. Früher war das noch möglich. Wenn man mit solchen kleinen Autos in Japan fährt, hat man bestimmt Spaß. Passt aber immer auf, dass die Verkehrsregeln in Japan manchmal anders sind und ihr deshalb keinen Unfall baut oder normale Autofahrer stört. Tipps 3. Tattoo und Onsen. Tattoos sind in japanischen Onsen, also heißen Quellen, verboten. Japaner sind sehr selten tätowiert. Tattoos in Japan sind häufig als ein Symbol für Yakuza betrachtet. Aus diesem Grund dürfen tätowierte Menschen ganz oft in Japan nicht in Onsen gehen. Onsen sind heiße Quellen in Japan. In solchen Onsen kann man zusammen mit anderen Menschen in einem heißen Wasser sitzen und sich ausruhen. Onsen sind in Japan wirklich sehr beliebt. Sie sind ein großer Teil der japanischen Kultur. Viele Onsen haben aber ein Tattoo-Verbot. Wenn man ein Tattoo hat, sollte man deswegen vorher fragen, ob man trotzdem reingehen darf. Es gibt aber auch sogenannte Kashikiri-Onsen. Kashikiri bedeutet reservieren bzw. privat. Kashikiri-Onsen sind also Privat-Onsen. Manche japanische Unterkünfte bieten solche Kashikiri-Onsen an. Dort kann man einfach mit Tattoo in Onsen gehen, weil die Onsen dann nur für dich bzw. deine Begleiter reserviert sind. Es gibt auch noch weitere wichtige Hinweise bei Onsen. Bevor man in das Onsenbecken reingeht, sollte man vorher seinen Körper waschen. Mit einem schmutzigen Körper darf man nicht ins Onsenbecken reingehen. Also zuerst Körper waschen, danach ins Onsenbecken reingehen. In jedem Onsen sind neben dem Onsenbecken mehrere Waschplätze, wo man sich vorher abduschen kann. Außerdem darf man keine Handtücher ins Onsenbecken mitnehmen. Es darf nicht ins Wasser kommen, weil die Tücher möglicherweise Staub oder Schmutz haben. In ein Onsenbecken geht man also fast immer nackt.
In Onsen sollte man entspannen und man muss sich vorher reinigen. Schmutz darf man nicht ins Wasser. Tipp 4. Betrug oder Kriminalität vermeiden. In Japan ist es relativ sicher, aber es gibt auch in Japan Kriminalität. Spontane Unfälle, Kriminalität oder ähnliches kann man nicht vermeiden, aber sollte man immer aufpassen. In den großen Städten wie in Tokio und Osaka gibt es oft laute Durchsage oder Aufrufe auf der Straße. Zum Beispiel in Dotonbori in Osaka gibt es viele Restaurants und viele junge Mitarbeiter von Restaurants. Sie rufen oft auf den Straßenkunden hinein. Ich empfehle euch, dass ihr solchen Ausrufer einfach ignoriert. Essen von solchen Restaurants, die die Ausrufer auf den Straßen hineinrufen, sind meistens teuer und nicht lecker. Ich habe selber zweimal Erfahrungen in solchen Restaurants gemacht und Essen dort war wirklich schlecht. Trotzdem war es echt teuer. Vermeidet deshalb, in solchen Restaurants zu gehen und recherchiert besser vorher, welche Restaurants besser sind. Gute Restaurants haben es nicht nötig, Passanten auf der Straße reinzurufen. Tipp 5. Berücksichtigen. In Japan ist es wichtig, dass man niemanden stört und andere Leute respektiert. Deswegen sollte man in der Öffentlichkeit und auch in Zügen nicht laut sprechen. Zudem sollte man auch auf den Rolltreppen auf dem Bahnhof aufpassen, wo man stehen bleibt. Wusstet ihr, dass es in Japan je nach der Region verschiedene Positionen gibt, wo man auf der Rolltreppen steht? Vor allem in der Kansai-Region wie in Osaka steht man auf der rechten Seite auf der Rolltreppe. Ausnahme ist aber in Kyoto in der Kansai-Region. Kyoto gehört zwar zur Kansai-Region, aber in Kyoto steht man auf der linken Seite wie in Tokio. In der Kanto-Region wie in Tokio steht man wiederum auf der linken Seite auf der Rolltreppe. Eigentlich steht man in den meisten Orten in Japan auf der linken Seite, aber wenn man die Kansai-Region und insbesondere Osaka und Wakayama besucht, sollte man auf der rechten Seite stehen. Die freie Seite ist für diejenigen, die etwas eilig sind, damit sie schnell die Rolltreppe hochlaufen können. In Japan achtet man wirklich sehr auf sowas. Wenn ihr dann als einziger den Weg versperrt, ist das dann für Japaner sehr störend. Wenn ihr nicht wisst, auf welcher Seite ihr stehen solltet, könnt ihr erst beobachten, auf welcher Seite Japaner meistens stehen. Tipp 6. Rauchverbot. An den meisten Orten in Japan gibt es ein Rauchverbot. Man darf also nicht einfach auf der Straße, Bahnhof oder im Restaurant rauchen. Es gibt immer einen abgesonderten Ort, wo man rauchen darf. Und wenn man rauchen darf, gibt es meistens ein Symbol wie das. Auf dem Bahnhof gibt es zum Beispiel eine Rauchkabine. Manche Restaurants erlauben zu rauchen, aber man sollte vorher fragen, ob man rauchen darf. Japaner sind sehr streng mit dem Rauchen. Japaner lernen in der Schule über Zigarette, vor allem über Passivrauch. Deswegen ist es streng in Japan in der Öffentlichkeit zu rauchen. In Japan ist es also ein bisschen anders in Deutschland. In Japan raucht man nicht einfach draußen, wenn man durch die Stadt geht. Man raucht nur an abgetrennten Orten, weil man sonst andere Leute stört. Tipp 7. SIM-Karte kaufen. Wenn man in einem fremden Land ist, möchte man oft Internet benutzen und etwas recherchieren. Dabei ist es sehr praktisch, wenn man eine SIM-Karte oder ein Pocket-WLAN hat, die man in Japan benutzen kann. In Flughäfen in Japan gibt es oft Automaten für verschiedene SIM-Karten, die man für den Japan-Urlaub benutzen kann. So kann man dann auch online sein, wenn man draußen unterwegs ist. Manche SIM-Karten dort sind manchmal teuer, aber man kann schnell Internet besorgen. Sie sind also gut für die Reisenden. Man soll aber dabei aufpassen, dass man möglicherweise WLAN braucht, um die SIM-Karte zu aktivieren.
Im solchen Fall könnt ihr innerhalb des Flughafens oder im Hotel erst im kostenlosen WLAN verwenden und aktivieren. Außerdem müssen manche SIM-Karten nach dem Urlaub gekündigt werden. Meine Empfehlung ist, dass ihr eine SIM-Karte mit einer Prepaid-Zahlung besorgt, zum Beispiel Data-SIM von JAL-EVC. Tipp 8. Ladet Apps herunter. Wenn ihr in Japan seid, werdet ihr viele öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Wenn man in großen Städten herumreisen möchte, benutzt man oft Züge. Züge in Tokio und Osaka kommen Minutentakt. Es gibt aber auch viele ländliche Orte. Dort fahren Züge meistens seltener und in größeren Abständen. Wenn ihr Fahrpläne benutzt, wäre das für euch sehr praktisch. Es gibt viele praktische japanische Apps, mit denen ihr Fahrpläne online jederzeit zur Hand habt. Es gibt Apps auf Japanisch, Englisch oder andere Sprache, zum Beispiel Navtime for Japan Travel, Japan Transit Planner oder Google Maps. Wenn man Japanisch kann, zum Beispiel Yahoo Losen oder Norikae Annai. Ladet mal Apps in eurem Handy herunter. Tipps 9. Rush Hour vermeiden. Wenn ihr in Japan Züge benutzen wollt, solltet ihr die Rush Hour vermeiden, weil viele Japaner ungefähr in der gleichen Zeit zur Arbeit fahren. Dementsprechend gibt es im Zug vor allem an den Werktagen zwischen 7 und 9 Uhr morgens und zwischen 18 und 20 Uhr abends sehr viele Leute. Wenn ihr angenehm reisen wolltet, solltet ihr vermeiden, in der Rush Hour einen Zug zu nehmen. Denn diese Züge können sehr voll sein, sodass man sich im Zug kaum noch bewegen kann. Versucht deshalb, die Rush Hour in den großen Städten zu vermeiden. Tipp 10. Müll entsorgen. Wenn ihr in Japan seid, werdet ihr merken, dass es fast keine öffentlichen Mülleimer gibt. Es gibt wirklich sehr selten Mülleimer an der Straße. Meistens gibt es nur vor Konbini-Mülleimer. Wenn ihr also viele Sachen kauft und viel Plastikmüll habt, solltet ihr aufpassen, dass ihr diesen Müll ins Hotel mitnehmt und dort wegschmeißt. In der Stadt werdet ihr ansonsten nur sehr selten Gelegenheit dazu bekommen, weil es kaum öffentliche Mülleimer gibt. Man soll also seinen Müll entweder bei Konbini oder im Hotel entsorgen, wo ihr übernachtet. Es gibt aber manchmal auch auf der Straße Mülleimer. Wichtig ist, dass man die Straßen nicht schmutzig macht. Japan ist ja sehr bekannt dafür, dass es sehr sauber ist. Japaner legen sehr großen Wert auf Sauberkeit. Wenn man seinen Müll nicht richtig entsorgt, stört das Japaner sehr. Wenn man in Japan seid, werdet ihr sehen, dass es sehr viele Getränkeautomaten gibt, wo man Plastikflaschen oder Dosen kaufen kann. Neben diesen Getränkeautomaten gibt es dann aber oft einen Mülleimer für diese Plastikflaschen oder Dosen. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Video für eure Reise nach Japan helfen könnte. Hoffentlich könnt ihr gut nach Japan reisen und dort viel Spaß haben. Und probiert viele verschiedene japanische Gerichte. In Japan gibt es nicht nur Sushi und Ramen, sondern auch noch leckere Gerichte. Außerdem sind meiste Japaner hilfsbereit. Auch wenn man kein Japanisch kann, ist es kein Problem. Es ist vorteilhaft, wenn man Japanisch kann, aber auch wenn man kein Japanisch sprechen kann, kann man auch gut in Japan reisen. Viel Spaß in Japan! Wenn euch das Video gefallen hat, bitte gebt dem Video einen Daumen hoch und abonniert gerne meinen Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Dann ciao!